Hallo bei Mixi TV. Heute geht es wieder ums Picken von Schlössern. Und zwar gerade bei Zahlenschlössern hat man ja keine Öffnung, wo man drin picken kann. Deswegen zeige ich euch heute, wie man das mit der Dose öffnet. Viel Spaß! Zuerst brauchen wir eine Dose. Ich nehme gern Bierdose. Aber besser geeignet sind eigentlich Dosen für Erdnüsse. Das Material ist etwas stabiler, ein bisschen dicker und man hat weniger Probleme. Die Dose wird aufgeschnitten mit einer Schere und wir zeichnen uns ein Viereck, ein kleines, und so ein V rein. Die Spitze machen wir ein bisschen stumpfer. Und so sieht das Tool aus, das wir benötigen. Das Verfahren heißt übrigens Shimming. Jetzt geht es darum, das hier reinzubekommen. Mit der Kamera dazwischen ist es ein bisschen problematischer wie sonst. Also es geht darum, dass man mit dem Kramper hier reindrückt und den Schieber nach hinten drückt. Das passiert automatisch, wenn man über diese Stelle drüber kommt. Beim Runterdrücken immer wieder am Schloss ziehen und drücken, dann rutscht es besser weiter und man kann es öffnen. So, das Ganze noch einmal. Eine Folie aus einer Bierflasche. So, 3-4 cm groß und ein V. Also man braucht jedes Mal oder fast jedes Mal ein neues Tool.
verdrehtes Falten, kann man da richtig gut Kraft drauf bringen. Und schön biegen. Jetzt machen wir die Spitze ein klein bisschen ab. Und wir haben ein Shimming Tool. Jetzt hat es wieder geklappt. Das geht natürlich nicht nur bei diesem Schlosstyp, sondern bei sehr vielen Schlössern. Man muss nur bedenken, dass einige Schlösser nicht nur einen Zapf auf einer Seite haben, sondern auf beide Seiten. Dann muss man dann auf beide Seiten picken. Erst die eine Seite rein, dann die andere Seite rein und kann es dann öffnen. Aber Shimmen ist immer wieder interessant, macht Spaß mit Blechdose. Aber ihr wisst ja, immer nur Lockpicking immer nur an der eigenen Schlösser probiere oder wenn es extra dabei steht, dass man es machen darf. Also nie ein fremdes Schloss ohne Genehmigung drum spielen. Das darf man leider nicht. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei MixiTV und wenn mal ein Video dabei ist, was euch gut gefällt, könnt ihr das ruhig auf Facebook teilen. Tschüss, euer Mixi.